Willkommen bei einer neuen Episode von Laura und Mariano. Letzte Woche hatten wir schon einen schwierigen Start in Armenien. Mariano war krank und eine unserer Solarzellen ist kaputt gegangen. Und jetzt gab es direkt weitere Probleme. Hallo. Plötzlich hatten wir ein unerwünschtes Haustier im Van und ein Reifen ist kaputt gegangen. Aber wir starten erstmal damit, wo wir überhaupt sind. Wir sind jetzt am Sevan-See, dem größten See Armeniens, und hier hat man direkt so ein bisschen das Gefühl, am Meer zu sein, weil es so groß ist. Und das ist voll schön. Das hatten wir lange nicht mehr. Kann ich Stand-Up-Paddling machen? Yay! Und wir sind jetzt hier übrigens und warten auf Freundinnen von uns, mit denen wir jetzt auch schon in Georgien länger waren und die wir auch so ein bisschen, ich würde sagen, mit inspiriert haben, dass die auch in den Iran wollen. Und so ist das eine junge Familie, also ein Paar mit einem 4-jährigen Kind, Alma. Mit denen reisen wir jetzt immer mal so ein bisschen zusammen und die kommen jetzt gleich auch hierher. Und wenn wir Glück haben, gibt es dann demnächst Pommes. Die haben nämlich einen Backofen und ich weiß ja nicht, das haben wir ja schon öfter erwähnt, aber Armenien genauso wie Georgien ist halt so mit Einkaufen. Da muss man halt mal ein bisschen Verzicht lernen und so, und deswegen sind so Sachen wie geile Pommes oder so, das wissen wir dann einfach noch mehr zu schätzen. Deswegen kommt das die nächsten Tage und da freuen wir uns voll drauf. Toll. Und wir freuen uns natürlich auch auf die 3. Aber auch auf die Pommes. Wie auch in Georgien geht es hier weiter mit den ganzen Kühen überall. Oh, sind die süß. Ja, die wohnen hier, ne? Ja, Kuh musste man sein. Fressen und danach wieder kauen und sich hinlegen und chillen. Und damit wir das uns mit den Brunhildes Abenteuer, heißen unsere Freunde übrigens, also bei Socials, falls ihr die da suchen wollt, damit wir mit denen hier so einen gemeinsamen Space haben, packen wir jetzt nochmal schnell um. Eben stand hier noch jemand anders. Das macht Mariano jetzt ganz schnell. Pünktlich zum Regen sind jetzt Alma, Katha und Tim angekommen, unsere Freunde, die da in diesem Sprinter unterwegs sind. Und Mariano beschäftigt sich erstmal ein bisschen mit Alma und spielt Verstecken mit ihr. Da drinne? Hallo? Ist die da drinne? Aha. So, es war ja irgendwie klar, dass es genau jetzt, wo wir alle beisammen an einem Stellplatz sind, das hat jetzt nämlich auch ein bisschen gedauert, jetzt genau regnet. Aber das wussten wir auch, dass es jetzt regnen soll. Ja, und für die Natur ist es, wie gesagt, auch voll gut. Aber wir hoffen, dass es dann nicht die ganzen Tage durchregnet, sodass man sich auch noch miteinander unterhalten kann oder so, ohne dass man halt total gequetscht zu 5 in einem Auto sitzt. Hello, hello. Es ist ein neuer, wunderschöner Tag. Es scheint endlich die Sonne und deswegen haben wir beschlossen, heute Abend gemütlich Lagerfeuer zu machen mit Brunhildes Abenteuer. Und dazu braucht man natürlich Holz. Dementsprechend sind wir gerade alle sehr beschäftigt damit, Holz zu sammeln. Ja, das kann man ja nehmen. So, während die anderen Stockbrot drüben vorbereiten, werden wir jetzt ein bisschen Gemüse machen, weil die haben so eine coole, wie nennt man das denn? Zange, Platte, Rost, was auch immer, wo man so Gemüse reinmachen kann, und dann kann man das richtig gut überm Feuer grillen. Und das machen wir dann auch heute Abend. Und falls ihr euch fragt, warum ich so rot bin, ich habe mir direkt, kaum ist die Sonne wieder draußen, so richtig das Gesicht verbrannt und habe jetzt einen Sonnenbrand. So, das Feuer ist jetzt schon im vollen Gange. Es ist ein bisschen windig, aber noch geht's. Und Katha schnitzt ganz fleißig Stöcke für das Stockbrot, also ritzt so die Rinde ab, damit man das da perfekt rumwickeln kann. Und das ist das Ding, von dem ich vorhin geredet habe, was wir dankenderweise geliehen bekommen, um jetzt unser Gemüse zu grillen. So, jetzt gibt's Stockbrot. Ja, komm mal ans Feuer. Ja, komm her. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr knusprig.
So, jetzt ist es inzwischen voll kalt geworden durch den Wind und wir hatten einen richtig schönen, gemütlichen Abend, aber jetzt ziehen wir uns zurück, alle in unsere Vans, kuscheln uns ein und schlafen dann bald. Oh, sorry. Ich habe mich doch nur hier hingesetzt. Nach Monaten sind wir endlich mal wieder am Wasser. Und zwar sogar an einem See, der auf 2000 Meter Höhe liegt. So hoch war ich noch nie mit dem Stand-Up-Paddleboard oder Schwimmen oder irgendwas, glaube ich. Und es ist schon ein bisschen so ähnlich wie in Griechenland auf diesen Halbinseln bei Thessaloniki, wo wir ganz schön lange waren. Weil wir sind hier so am Wasser. Da drüben sieht man auch so Land, so wie die andere Halbinsel. Wir haben hier Bäume für Schatten. Hat schon ein bisschen so Ähnlichkeit. Aber jetzt pumpe ich erstmal das Paddleboard auf und dann werde ich da mal raus paddeln. Ich habe nämlich auch eine kleine Mission, da sind nämlich so, wir wissen nicht genau was es ist, eine Boje oder irgendwelche Fischernetze. Bis da will ich mal hinpaddeln und gucken, was das da überhaupt ist. Yeah. Aha. Oh Gott. Ja, voll toll hier. Und das da hinten sind tatsächlich so Fischerbojen. Die binden ja immer so Plastikkanister an die Leine und dann ist da unten irgendwie ein Netz oder irgendwas. Und was aber komisch ist, das war auch schon in Griechenland so, da was hat man auf dem Fischerboot viel in Kanistern, Motoröl und dann werden halt immer die alten Motorölkanister als Boje benutzt. Ein bisschen komisch. Naja, jedenfalls sind da auf jeden Fall ganz viele, aber sonst, das war auch schon am Schwarzen Meer in der Türkei so, da haben wir uns voll gefragt, warum angelt hier niemand oder wieso sind hier nicht so viele Fischerboote wie in Griechenland? Weil da war das ja richtig krass, halt den ganzen Tag richtig viele. Hier soll es halt auch irgendwie so Karpfen und Forelle und so geben. Aber vielleicht sind hier auch schon alle weggefischt inzwischen. Weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich nicht einen einzigen Fisch gesehen. Nur ganz viele Frösche. Voll die gute Idee, eine Schaukel dabei zu haben. Und die Kinderschaukel hält mich auch. Müssen wir auch mal eine Schaukel bauen. Ja! Während wir jetzt schnell Mittag essen, wird da drüben schon Abendessen für uns alle vorbereitet. Heute Abend gibt es nämlich Pommes! Yeah. Pommes. Das wird so gut. Hopp, los Marianne! Schaukel mich wieder an! Na gut. Dann zeige ich dir was richtig Cooles. Ui. Wow, wow. Mm. Mm. Das ist aber lecker. Unser Lieblingsessen, Pommes. Boah, da haben wir ewig drauf gewartet. So mag ich Kartoffeln am liebsten. Frittiert. Mm. Dankeschön. Ja, danke euch. Ja, immer gerne. Die sind so gut. Also wenn ihr die Chance habt, egal wo ihr seid, macht ein Feuer in eurem Garten oder so. Sorgt dafür, dass ihr kein Buschfeuer anrichtet im Sommer. Und dann einfach Fett anmachen, so dass es heiß wird und Pommes rein. Dann wird es richtig gut. Und der Vorteil ist, wenn man es draußen macht, die Wohnung stinkt danach nicht nach Frittierfett. Also
Und man macht ein Feuer. Ja, ist es auch ist immer einmal schön. perfekt. Ist draußen, ist sowieso immer geiler. Mäusealarm in der Nacht. Oh, da ist sie. Hallo. Oh, 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 oh. Oh, hallo. Ich glaube, sie ist wahrscheinlich bei den Mülleimern. Wurde hochgeklettert. Da habe ich auch so tolle Mäuselöcher gebaut als Lüftung. Aber hier sehe ich sie nicht, oder? Naja, vielleicht ist sie jetzt rausgerannt, wo immer sie reingekommen ist. Und hat Angst bekommen und kommt nicht mehr rein. Hoffen wir das mal. Sonst hören wir sie gleich wieder und müssen wieder aufstehen. Ja. Knappe 2 Stunden später raschelte es wieder laut. Mäusekacke und sogar kleine Äste mit Blättern für ein Nest lagen im Motorraum. Unser Van hat sich die Maus eindeutig als neues Zuhause ausgesucht. Sie hat sich aber gut versteckt und ich konnte sie nicht entdecken. Und noch mehr Rascheln hinter dem Armaturenbrett. Aber wieder ist die Maus sofort in Sicherheit geflüchtet. Immerhin war der Vollmonduntergang schön, aber am Morgen ging die Suche weiter. Und ich hoffe, die zukünftigen Mercedes Transporter, da wurde ein bisschen der Designfehler behoben, dass hier das sehr mäusefreundlich ist. Zum Beispiel, ich glaube, das ist der Bremskraftverstärker. Dahinter, bisher alle Mäuse, die hier im Motorraum waren, die haben sich alle dahinter versteckt und dort versucht, ihr Nest aufzubauen. Dann gibt es so diverse Mäuselöcher, die wir schon letzte Nacht gesehen haben. Zum Beispiel dieses hier, wo die, glaube ich, alle reinkommen. Also wenn das nicht ein perfektes Mäuseloch ist. Oh, ganz wie Mäuse. Ja, und ich glaube, die eine, die hier drin war, die ist auch noch hier hinter dem Armaturenbrett und der Lüftung. Weil hier auch wieder das perfekte Mäuseloch, um von dem Bereich in den Wohnbereich zu kommen. Außerdem hier auch wunderbar. Und was ist das denn hier? Das ist ja hier wie ein Mäusespielplatz. Da würde ich auch gerne eine Maus sein und hier drin rumlaufen. Oh je. Oh, noch mehr Mäuse. Hier war die auf jeden Fall drin. Während ich vorne saß und in die Kamera erzählte, hatten wir die Mäusecam im Motorraum laufen, die gleichzeitig das hier filmte. Ich suchte also im Van die Maus und sie lief fröhlich im Motorraum gleichzeitig umher. Ja, weil das alles hier drin ist irgendwie mit der Lüftung verbunden, wo man dann von außen durch dieses tolle kleine Loch dann hier reinkommt. Jetzt weiß ich nur nicht, ob die Maus immer noch hier hinter ist. Na, ob das nicht hält. Ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott. So, wir gehen jetzt mal spazieren, machen so eine kleine Runde, schauen uns mal dieses Mini-Dorf an, wenn man das überhaupt so nennen kann. Und das Kind der anderen haben wir jetzt auch mal mitgenommen, dann haben die ein bisschen Zeit für sich und können mal 1-2 Stunden entspannen. Voll krass, die Häuser sind hier so richtig kaputt und sehen eigentlich quasi verlassen aus oder wie so eine Geisterstadt. Aber dann hängt dann da draußen so Wäsche und Stühle stehen davor. Also hier wohnen tatsächlich echt noch Leute. Na hier? Na ihr kleinen Kindergänschen? 1, 2, 3. 3. Jetzt nochmal, jetzt recht windig.
Ich finde, deswegen ist es so richtig cool, mit dem Van unterwegs zu sein, weil man halt auch an so relativ random Orten mal hält. Ich glaube, wenn man mit dem Rucksack unterwegs ist, dann reist man ja wahrscheinlich von Hotspot zu Hotspot. Und so konnten wir zum Beispiel dieses Dorf sehen, was auf jeden Fall so in Deutschland wahrscheinlich nicht zu finden ist und sehr spannend ist und ganz viel über das Land natürlich auch aussagt. Und alle, die wir hier sehen, grüßen wir auch immer und so. Also es ist irgendwie echt nochmal ein gutes Kennenlernen von dem Land. Oh, so eine Welle. Oh Gott. Alma hat gesagt, es ist gefährlich, hat sie recht. Ja, wahrscheinlich letzter Abend hier an dem See. Laura macht das Feuer an. Ich bin auch schon bereit für Stockbrot. Aber alle anderen sind irgendwie noch nicht da. Es ist jetzt der 3. Abend, dass wir hier am Feuer sitzen oder am Feuer kochen und es wird einfach nicht langweilig. Es ist einfach jedes Mal irgendwie was Magisches, über einer offenen Flamme zu kochen und zu essen und gemeinsam hier zu sitzen. Da oben in der Ecke sitzt die. Die müssen wir jetzt mal auch verjagen. Ich sehe sie nicht. Eigentlich doch. Und da ist wieder ganz viel Mäusekacke. Da, ich habe sie gesehen. Da ist sie gerannt. Da irgendwo ist sie hingerannt und dann war sie weg. Ich habe sie nur da gerannt sehen. Siehst du sie? Nee. Weil uns wieder eine schlaflose Nacht bevorstand, wurde jetzt eine Falle gebaut mit einer Erdnuss als Köder. Lecker, lecker Erdnuss. Lecker Erdnuss. Wohin? Einfach rein? Ja. Darf ich mit? So, Mäuschen. Dann hoffen wir mal das Beste, wa? Wir gehen dann jetzt mal schlafen. Hoffen, dass die Maus nicht wiederkommt. Ansonsten haben wir hier von Tim die gebastelte Falle. Da klettert dann die Maus rein. Hinten ist eine Erdnuss. Und wenn die an der Erdnuss zieht, dann geht da so ein Faden ab und dann klappt das irgendwie zu. Bin gespannt. 2 Stunden später haben wir wieder die Maus gehört. Die Falle hat zugeschnappt, aber sie hat sich wohl wieder befreit. Guten Morgen. Letzte Nacht war wieder die Maus da. Toll, jetzt war die Maus in der Falle anscheinend, hat die Nuss angeknabbert, die Hälfte davon gegessen und hier reingekackt. Aber die Falle hat nicht funktioniert. Jetzt haben wir einfach nur die Maus gefüttert. Und die ist halt echt vorne hinterm Armaturenbrett, da wo auch die ganze Lüftung lang läuft und hier quasi der Eingang ist vom Motorraum. Und heute fahren wir wahrscheinlich eh weiter, von daher sind die dann hoffentlich jetzt ganz weg und nicht im Van und wir nehmen sie mit für immer. Auch wenn die echt süß sind. Wenn die da so im Korb sitzt und so guckt, hallo, ich möchte ein Stück Käse. Aber nee, ist leider doch ein bisschen unpraktisch als Haustier. Jetzt ist die Maus weg, aber schon kommt das nächste Problem. Unser einer Reifen ist nämlich platt und ich weiß nicht ganz genau warum, ob irgendwie das Ventil nur ein bisschen locker ist oder irgendwas damit nicht stimmt. Jedenfalls müssen wir den jetzt mal abmachen. Wie bei der Formel 1. Boxenstopp in 2 Sekunden. Ja. Ja, wir haben hier einen Riss im Ventil. So, da hilft nur eins, Ersatzreifen drauf machen. Das ist allerdings ein sehr, sehr alter Reifen. Also der gehörte noch unserem Vorbesitzer. Alle anderen haben wir neu gekauft, als wir das Auto gekauft haben. Voll der Offroad-Reifen. Leider gibt es die nicht mehr für das Auto. Als wir neue Reifen draufziehen lassen haben, war das noch der beste von den alten. Deswegen haben wir den dann als Ersatzreifen behalten. Das sind sogar Allwetterreifen, die könnten wir auch im Schnee fahren. Und die anderen ja leider nicht. Das sind halt, für diese Felge gibt es nur noch Sommerreifen. Das ist so ein bisschen das Blöde. Und das sind halt Allwetterreifen.
Weil wir bis auf die nervige Maus die Zeit hier sehr genossen haben, sind wir doch noch länger geblieben. Unsere Tage bestanden aus Kochen am Abend überm Lagerfeuer, im See baden, sich mit den anderen unterhalten, Videos schneiden und natürlich immer wieder Eimer bespaßen. Nur die Nächte waren wegen der ständigen Mäusejagd sehr anstrengend. Wir wollten nämlich gerade schlafen gehen, haben gerade Licht ausgemacht und dann zack, hat die Falle wieder zugeschlagen. Ich dachte erst, die geht vielleicht nicht nochmal da rein, weil sie sich bestimmt voll erschrocken hat. Und dann haben wir sie gejagt. Und weil ich alle Löcher abgeklebt habe, wo sie irgendwie rein und raus kommt, außer wahrscheinlich irgendeins, weil sie war ja wieder hier drin, haben wir es geschafft, sie zu fangen. Aha, wir haben die Maus gefangen. Oh, wir wollen ja gar nichts Böses, aber du störst uns halt. Oh, sie ist schon süß. Ja, wo tun wir die jetzt hin, ist halt die Frage. Wir wollen sie ja nicht umbringen oder so einen Scheiß. Weit wegbringen. Ja, aber wohin? Jetzt werden wir versuchen, die irgendwie ganz weit wegzubringen. Jetzt muss ich sie nur hier darauf bekommen. Wie mache ich das denn? Vielleicht ein bisschen mehr an die Kante schieben erstmal. Genau. Yeah! Wir haben die Maus! Wir haben die Maus! Oh, ich habe ganz dolle Angst. Na, jetzt bringe ich die ganz weit weg. So, wir bringen jetzt die Maus so weit weg, wie wir können, dass sie bloß nicht wiederkommt. Das ist eine kleine Nachtwanderung, die wir hier machen. Okay, wir sind jetzt so 5 Minuten gelaufen zu irgendeinem leerstehenden Haus und lassen jetzt hier die verschreckte Maus frei. So Mausi, das wird hier dein neues Zuhause. Tschüss. Komm, du kannst gehen. Schön. Hoffentlich war das die einzige. Wir brauchen einfach mal wieder eine Nacht mit Ja, Vollschlaf. Wir sind jetzt die letzten 5 Nächte ja. immer geweckt worden. Naja, wir hoffen, sie hat da ein schönes neues Zuhause, dass sie nicht wiederkommt und keine andere Maus wiederkommt. Und dann können wir jetzt endlich nach langer Zeit mal wieder in Ruhe schlafen. Trotzdem stellen wir zur Sicherheit die Mäusefalle nochmal auf. Guten Morgen. Wir hatten endlich mal eine ruhige Nacht und konnten ausschlafen. Wir fahren heute aber auch mal weiter, weil wir müssen dringend mal Wasser auffüllen und einkaufen. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie es danach weitergeht, weil die Lage im Land ist gerade ein bisschen angespannt, weil es wieder Kämpfe zwischen Armenien und Aserbaidschan gibt. Deshalb müssen wir mal schauen, wo wir noch so hinfahren können. Danke erstmal fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen nach oben, wenn ihr an dem Punkt immer noch zuguckt. Wir haben wieder sehr viel Arbeit in dieses Video gesteckt, obwohl wir die ganze Zeit schlecht geschlafen haben. Also, ich sage Tschüss auf Armenisch. Tschüss, bis zum nächsten Video.